Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Das heutige Video möchte ich mal dazu nutzen, um einen kleinen neuen Discord-Server vorzustellen, der sich zur Aufgabe gemacht hat, der Community ein wenig weiterzuhelfen. Quasi von der Community für die Community. Und da haben sich ein paar bekannte Spieler, die man innerhalb der Szene auf jeden Fall kennen sollte, die Mühe gemacht, um halt diesen Discord zu entwerfen. Und da gibt es einige interessante Punkte drauf. Wir haben ihn vorgestern schon bereits im Stream einmal kurz gezeigt. Ja? Und ich glaube, vorgestern kam auch AMR auf mich zu. Oder ich glaube, weiß nicht, vor 3 Tagen oder so, und hatte mich gefragt, ob es möglich wäre, da den Server so ein bisschen vielleicht zu promoten in der Community, damit man den Leuten das auch so ein bisschen näher bringen kann und den Leuten auch ein bisschen weiterhelfen kann. Und ja, das habe ich heute auch auf jeden Fall auch hier im Video vor. Und genau, wir haben hier einmal den Discord Shakes and Fidget Coaching, so heißt das Ganze. Ihr seht hier schon, das ist hier in Zusammenarbeit mit AMR, Masked-Man, dein Nachbar, ja, so in Zusammenarbeit ein bisschen entstanden und auch noch von ein paar tschechischen Spielern, ein paar Freunden von AMR. Und ja, das wollte ich euch heute nur mal einmal ganz kurz zeigen, was man hier alles so entdecken kann auf dem Server. Und das ist, denke ich mal, ziemlich cool. Ja, wenn ihr hier reinkommt, habt ihr auf jeden Fall erstmal eine Möglichkeit, eure Sprache auszuwählen, und dann kommt ihr hier auch in euren dementsprechenden Channel hin. Also ist auch für viele Sprachen tatsächlich schon so übersetzt. Und ja, hier haben wir einmal links an der Seite ganz viele Tabs, wo ihr euch so ein bisschen zurechtfinden könnt. Ja, ganz interessant vor allen Dingen finde ich zum Beispiel hier den Rekord Tag 1. Da werden wir gleich nochmal gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, weil hier haben wir eine detaillierte Anleitung, wie AMR, der ja momentan der Rekordhalter ist für Tag 1, es geschafft hat. Ja, der jetzt momentan hier gerade Stufe 311 ist, wie er es geschafft hat, an Tag 1 auf 139 zu kommen. Ja, und dann gibt es hier halt ganz viele verschiedene Sachen, wo ihr euch so ein bisschen durchklickern könnt, ja, von Klassen, deren Stärken, beziehungsweise wie sie halt eben, wofür sie gut sind. Ne? Das fragen ja auch immer sehr viele Spieler nach PvP, PvE-Klassen, Eco, Pay to Win, ja, alles zu den Drops. Droplets, Giveaways, genau, wie man am besten pushen sollte, wie man Ego pusht, ne? Allgemeine Anleitung auch zum Spiel, was es hier alles so zu beachten gibt. Ja, viele Tutorials vor allen Dingen drin, ist halt hauptsächlich auch so für neue Spieler, aber ich denke mal auch, dass es auch für bisher schon etwas erfahrenere Spieler ein paar interessante Dinge zu entdecken gibt. Für mich zum Beispiel auch. Ich hatte mich jetzt zum Beispiel auch so ein bisschen gefragt, okay, wie sieht es aus mit der neuen Dungeon-Pause? Ja, beziehungsweise mit der Dungeon-Pause generell, seitdem es jetzt halt eben auch so die Toilette und sowas gibt, ja, löst man die ein bisschen früher auf oder wie sieht das Ganze aus? Da haben wir zum Beispiel auch 2 verschiedene Arten von Dungeon-Pausen, die man spielen sollte, hier auch mit ja, Dungeons, die dann, also mit Bildmaterial, dann auch direkt dazu. Wir haben hier einmal zum Beispiel eine lange Dungeon-Pause, die wird ab 340 bis 50 empfohlen anzufangen, und ungefähr bei 470 bis 75 beendet man die, das heißt, man macht da seine DPA, also seine Auflösung. Und dann ist es das Ziel, bis auf ca. 510 so hoch zu kommen. Und diese Taktik wird vor allem eher von Eco-Spielern, die sparsamer spielen, angewendet. Und dann gibt es einmal hier noch die kurze Dungeon-Pause, ja, die jetzt momentan so ein bisschen mehr in der Meta drin ist, für Leute, die ein bisschen mehr Pay-to-Win unterwegs sind. Hier haben wir einmal eine Stufe 355 bis 365, wo man diese anfängt. Ja, und löst man auf bis 460, von 460 bis 65, um halt so effektiv wie möglich Stufe 500 zu erreichen, um halt schon sein Goldeinkommen so früh wie möglich halt eben zu erhöhen, und diese wird halt eben von Pay-to-Win-Spielern angewendet, ja. Also das eventuell so die etwas neuere DP, ja, und da könnt ihr euch natürlich sehr gerne mal hier umschauen, was es hier alles so zu entdecken gibt. Ja, wie gesagt, als ich hier auf den Server gekommen bin, dann habe ich hier auch gleich den Rekord von AMR auch sehen können.
und was er hier halt eben ja, geleistet hat. Ich denke mal, es ist für den einen oder anderen auch interessant, wie das Ganze hier dann zustande gekommen ist. Ja, also hier wirklich eine ja, detaillierte Anleitung von Level zu Level, wie er es geschafft hat, so, weil das interessiert wahrscheinlich auch viele, Level 1 bis 10. Ja, besiege 8 Gegner in der Arena, ja, use Drops and Droplets from Twitch, also das dann auch zwischendurch, die sind halt auch wichtig, ja, Items finden, 6 Enemies im Trainingscamp besiegen, so, ne, das ist ja ungefähr auch derselbe, ja, dieselbe Level-Taktik, die wir angewandt haben, beziehungsweise hat mir AMR auch geschrieben, er hat es genauso gemacht wie ich, bei den ersten Leveln auf jeden Fall. Ja, dann ein Epic von den Drops bekommen, Trainingscamp besiegen und eine kurze und lange ja, Expedition annehmen, dann ist man Stufe 10, dann von 10 bis 20 die Dungeons besiegen, den ersten bis zum 5., also aus Dungeon 1 bis 5, ne, also Dungeon 1, Etage 1 bis 5, dann bis zu 30% SA farmen, ne, Expedition bis 15, ne, dann Potion, beziehungsweise halt Trank von den Drops, Mainstat und Ausdauer, dann den 6. und 7. Gegner bis ca. 34, also bis 35% aufgerundet farmen, Expedition bis 19, dann nochmal ein Item von den Drops collecten und dann den 8. Gegner im ersten Dungeon besiegen. Ja, die Drops sind wohl wirklich relevant für diese Taktik. Also ja, ich weiß nicht, ohne wird es wahrscheinlich nicht gehen. Das zählt tatsächlich dann auch mit dazu, halt eben diesen Progress machen zu können. Es wird halt wirklich auf allen Ecken und Enden versucht, wirklich alles Mögliche rauszuholen, ja. Dann der Key zum 2. Dungeon über Expedition finden, dann 2. Dungeon 1 bis 4 dann erledigen, 40% SA, Expedition bis 23, dann den 5. Gegner im 2. Dungeon, dann ist man 25 und hier auch ganz wichtig, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, nicht das Festungspaket direkt nehmen durch das Level-Up, was man dort halt eben bekommt. Ihr bekommt ein Level-Up im Festungspaket und ja, wenn ihr das direkt kauft ab 25, dann werdet ihr 25 bis 26. Ihr könnt es aber auch später nehmen, wenn ihr ein höheres Level habt, zum Beispiel von Level 69 auf 70. Dann habt ihr quasi mehr XP durch dieses Level-Up, durch das Festungspaket bekommen, als wenn ihr es direkt nehmt von 25 auf 26. Sehr, sehr wichtig und wahrscheinlich auch ein Gamechanger. Ja. Genau, dann Gems und Ressourcen von Drops collecten, Elevator, soweit es halt geht, pushen. Elevator auch essentiell wichtig für den Level-Rekord, also ein Elevator muss in Kombination mit Serverstart da sein, ansonsten ist der Rekord wahrscheinlich auch nicht machbar. Ja. Dann Fortress Quarry, Lumberjack auf 1, 7 Mal bei Abavuvu, also am Glücksrad, Spin, Gem Miner 1, Defeat, Dungeons 1 von 9, 1, 10, dann 2, 6 bis 8 und dann sind wir schon Level 30 bis 51 hier schon. Dann den 3. Dungeon Key, dann wieder die ersten 5 Monster besiegen, dann eine Potion, Mainstat von den Drops, ja, diese Potions von den Drops, die sind halt XXL-Tränke, die sind auch sehr wichtig, weil in der Regel bekommt ihr erst so ab Level 34 im Zauberladen XXL-Tränke und deswegen ist es wichtig, die hier auch aus den Drops dann zu nehmen tatsächlich dann, ja. Dann die nächsten Dungeons besiegen hier, Elevator pushen, soweit es geht, Festung ausbauen, den 4. Dungeon freischalten und Level pushen wieder. Dann ist man so Level 51 circa, den 5. Dungeon Key nehmen, dann wieder Dungeons besiegen, ja, und man ist dann Level 69 circa, wenn man es denn so packt. Ne, natürlich dazwischen sind auch noch etwaige Umequipungen am Start. Ne? Ich glaube, weiter unten war auch eine Excel-Liste, die man sich hier downloaden kann, wo dann noch eine detailliertere Auffassung davon ist. Also dazwischen wird sie natürlich auch immer nochmal umequipped. Ja? Neu equippen, neue Waffe und sowas alles. Ne? Gehört natürlich auch noch mit dazu. Aber das ist so der Ablauf dann zwischen diesen ganzen Umequippungen. So, ne? Wer es genau wissen will, guckt sich da diese Excel-Tabelle halt an. Genau, dann den Key zum 6. Dungeon im Magic Shop, Dungeons besiegen. Dann ist man Stufe 74, dann diese Gebäude in der Festung ausbauen.
und die nächsten Dungeons pushen. Man ist Stufe 80, findet den nächsten Key, besiegt wieder die nächsten Gegner, man erreicht 94, weil ab da nimmt es dann richtig Fahrt auf. Habitate ein paar legen, den nächsten Key finden und weiter pushen. Man ist Stufe 105, macht den Arena Manager frei, Habitate 106, nächsten Gegner in Dungeons, dann nochmal Habitate, Level 109, dann alle Drops plus Ressourcen verwenden, ja, weil umso höher man dort im Level ist, umso mehr bekommt man auch wieder an Ressourcen, ja, und dann hat er 111 erreicht, ja, und somit halt hier eben auch den 9. Dungeon Key dann finden im Waffenladen, besiegt die nächsten Gegner, das sind halt wirklich so No-Brainer, die liegen so übelst easy dann, ja. Und wenn man die alle hat, ist man 131, man hat schon dann bereits den Wirbelwind freigeschaltet, pusht dort die nächsten Ebenen, 134, ja, die nächsten Dungeons, so, dann kann man sich hier zwischen Wirbelwind und Dungeons immer so ein bisschen hin und her hangeln und er hat es dann geschafft, auf Stufe 139 zu kommen, ja. Das Ganze geht natürlich auch noch weiter, weil ab der Stufe, wenn man Stufe 139 erreicht hat, dann steht natürlich auch der Stufe 200, 210, 220 nichts im Wege an Tag 1, außer halt eben das Wichtigste, der Kampf gegen die Zeit. Ja, das ist natürlich am Ende des Tages immer sehr entscheidend, weil wir haben nur am Tag 1 von 16 Uhr Serverstart bis 0 Uhr Zeit und das ist halt eben, ja, ziemlich wenig, sag ich mal, und man versucht dort halt eben das meiste rauszuholen. Hier habt ihr dann halt nochmal ja, die detaillierte Anleitung dafür. Wer das nochmal wirklich genauer wissen will, kann hier natürlich auf den Server kommen und sich das hier dann auch downloaden, das Ganze, und so sieht das dann halt eben aus. Ja, sind schon viele Leute hier drauf, ein paar Content Creator, die das Ganze hier auch supporten, deswegen ist immer eine gute Sache, denke ich mal, was halt so aus der Community entstanden ist, beziehungsweise was halt auch der Community so ein bisschen weiterhelfen soll. Da bin ich natürlich auch immer sehr, sehr gerne am Start, um halt eben ja, so ein bisschen zu supporten, und deswegen wünsche ich den Jungs hier auf jeden Fall viel Erfolg bei ihrem Server, bei ihrem Projekt, und hoffe mal, dass es vielleicht dem einen oder anderen Spieler so ein bisschen weiterhelfen kann. Und genau, so sieht das Ganze aus, ne? Schaut da sehr gerne mal vorbei. Der Link dafür befindet sich unten in der Videobeschreibung. Dort habe ich euch das Ganze mal dagelassen, und dann könnt ihr hier einfach mal reinschauen, falls es euch interessiert. Alles klar, aber das soll jetzt erstmal soweit zu dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.